Good morning and another good morning. Guten Morgen und noch einmal einen guten Morgen. My wonderful friends all over the world who are great examples. Meine wunderbaren Freunde aus aller Welt, die große Vorbilder sind. Now he's telling us why we need to do this. Jetzt sagt Petrus uns, warum wir das tun müssen. He puts his focus again on eternity. Er legt seinen Fokus wiederum auf die Ewigkeit. He says, and when the shepherd king appears, Er sagt in Vers 4, und wenn der Hirtenkönig erscheint, you will win the victor's crowns of glory that never fades away. werdet ihr die Siegeskrone der Herrlichkeit gewinnen, die niemals vergeht. So first of all, I like what he calls Jesus, Zunächst einmal gefällt mir, wie er Jesus nennt, the shepherd king. der Hirtenkönig. In the original Greek, actually, it's a word Im griechischen Original handelt es sich bei diesem Wort that is a compound word. um ein zusammengesetztes Wort. It's put together as the very first, or the highest, Es setzt sich zusammen aus der allererste oder der höchste and shepherd. und Hirte. So like the chief shepherd, we could say, the highest of all the shepherds. So wie ein Oberhirte, der höchste aller Hirten. And you know, Jesus is that shepherd. Und Jesus ist dieser Hirte. He's the shepherd, but he's also the king. Er ist der Hirte, aber er ist auch der König. Peter is saying, look, if you do everything right, Petrus sagt, wenn ihr alles richtig macht, you're going to get the victor's crown of glory that will never fade away. werdet ihr die Siegeskrone der Herrlichkeit bekommen, die niemals vergeht. I wonder what would happen Ich frage mich, was passieren würde, if every single Christian in the world wenn jeder einzelne Christ auf der Welt, who has anything to do with leading anybody der irgendetwas mit Führung, mit Leitung von Menschen zu tun hat, would always remind himself that one day the chief shepherd is going to come back. sich immer daran erinnert, dass eines Tages der Oberhirte zurückkommt. And he is the one who I have to stand before. Er ist derjenige, vor dem ich dann stehen muss. I don't know, but I can imagine you've heard me teach about the coming of the Lord Jesus Christ. Ich weiß es nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, du hast mich bereits über das Kommen des Herrn Jesus Christus lehren gehört. Where Paul says that to everybody who loves the coming of the Lord, Paulus sagt, dass für jeden, der das Kommen des Herrn ersehnt, there is prepared this incredible crown of righteousness. diese einzigartige Krone der Gerechtigkeit vorbereitet ist. Here the Passion talks about the crown of glory. Die Passion spricht hier von der Krone der Herrlichkeit. But you know that the word for crown is the exact same word in 2 Timothy 4 verse 8 than it is here. Aber du weißt, dass das Wort für Krone in 2. Timotheus 4,8 genau das gleiche Wort ist wie hier. So here the Bible is telling us there is a crown that is prepared for special people. Die Bibel spricht hier von einer Krone, die für außergewöhnliche Menschen vorbereitet ist. For those who truly love the coming of Jesus, Für diejenigen, die sich über das Kommen Jesu wirklich freuen and for those who treat the people of God rightly. und für diejenigen, die das Volk Gottes richtig behandeln. Think about this. Denk einmal darüber nach. If you really believe that Jesus could come back tomorrow morning, Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus morgen früh wiederkommen könnte, and the moment he comes back, he will talk to you how you treated other Christians, in dem Moment, in dem er wiederkommt, wird er mit dir darüber sprechen, wie du andere Christen behandelt hast, because they are actually his sheep, he's the shepherd. weil sie eigentlich seine Schafe sind. Er ist der Hirte. Wouldn't we act different towards all of the sheep of God? Würdest du dich dann gegenüber allen Schafen Gottes anders verhalten? I've come to an understanding many years ago Ich bin vor vielen Jahren zu der Erkenntnis gelangt, that the sheep belong to the shepherd. dass die Schafe dem Hirten gehören. And Jesus is the true chief shepherd, so every single sheep belongs to him. Und Jesus ist der wahre Oberhirte, also gehört jedes einzelne Schaf zu ihm. I've come to this understanding many years ago Ich bin vor vielen Jahren zu der Einsicht gelangt, that the bride belongs to the bridegroom and to nobody else. dass die Braut dem Bräutigam gehört und niemandem sonst. And the bridegroom is called Jesus Christ. He is the only one who has ownership of his bride. Der Bräutigam heißt Jesus Christus, er ist der Einzige, der das Recht an seiner Braut hat. And I believe, and this is my understanding of this part, Ich verstehe diesen Abschnitt so, the reason why Peter is so strong about how we have to act as Christian leaders dass der Grund,
warum Petrus so nachdrücklich darauf hinweist, wie wir uns als christliche Leiter zu verhalten haben, is because he's a clear understanding that no man on this earth is the owner of God's people. der ist, weil er ganz klar erkannt hat, dass kein Mensch auf dieser Erde der Eigentümer von Gottes Volk ist. Because he connects it to Jesus the Shepherd King and also to the reward that lasts for all eternity. Denn er bringt es mit Jesus, dem Hirtenkönig, in Verbindung und er bringt es auch mit dem Lohn in Verbindung, der in alle Ewigkeit währt. He said, the crown of glory that never fades away. Er sagt, die Krone der Herrlichkeit, die niemals vergeht. Could that mean Könnte das bedeuten, that for those who have learned to treat the people of God tenderly, carefully, wisely, dass diejenigen, die gelernt haben, zärtlich, behutsam und weise mit dem Volk Gottes umzugehen, and I don't think that applies just to people who are in a so-called position of leadership, it applies to everybody. und ich denke nicht, das gilt nur für Menschen, die eine sogenannte Führungsposition innehaben, sondern für jeden. Because in a certain way, every Christian is in some kind of leadership modeling. Denn in gewisser Weise ist jeder Christ in einer Art von Führungsrolle. So could it be, and I'm asking the question, Könnte es sein, und ich stelle dir hier eine Frage, that one day when we all live in eternity forever, dass eines Tages, wenn wir alle in der Ewigkeit leben, it will be visible who treated the people of God correctly? sichtbar sein wird, wer das Volk Gottes richtig behandelt hat? Because if Peter says that those who do so receive a crown that never fades away, that means that crown will be visible for eternity. Denn wenn Petrus uns sagt, dass diejenigen, die das tun, eine Krone erhalten, die niemals vergeht, dann wird diese Krone für alle Ewigkeit sichtbar sein. Could it be Könnte es also sein, that in eternity it is actually visible dass in der Ewigkeit tatsächlich sichtbar wird, who treated the people of God with honor, kindness, love, carefully? wer das Volk Gottes in Ehre, Güte, Liebe, Sorgfalt behandelt hat And who did not do so? und wer nicht? Could that be? Könnte das sein? Well, look, Schau mal, I desire that crown. ich sehne mich nach dieser Krone. And it's very clear that no Christian belongs to any human being except to the chief shepherd. Und es ist ganz klar, dass kein Christ zu irgendeinem Menschen gehört, außer zum Oberhirten. So from the day on, Vom heutigen Tag an I would really love for you to look at every single Christian brother that you ever meet in your life würde ich mich richtig freuen, wenn du jeden einzelnen christlichen Bruder, den du in deinem Leben triffst, as somebody who belongs to Jesus alone. als jemanden betrachtest, der allein Jesus gehört. I'll see you guys tomorrow. Bis morgen.